Ein winterliches, stimmungsvolles Bild, das möchte ich heute mit euch malen. Und zwar verwende ich hierfür ein gutes Aquarellpapier, 300 Gramm, einen Da Vinci Pinsel, einen runden, und jetzt habe ich eine leichte Skizze vorgezeichnet. Ihr habt es im kleinen Bild gesehen, wo die Reise circa hingeht. Es ist eine einfache Landschaft mit hinten Bäumen und einen schönen Sonnenuntergang bzw. eine sehr schöne Abendstimmung. Hierfür habe ich das Papier etwas befeuchtet und nun lege ich schwungvoll schon den ersten Farbauftrag in das noch nasse Papier mit Neapelgelb und Opernrosa. Vor allem male ich den Himmel, halte das Bild etwas schräg, damit alles schön leicht herunterläuft, und dann male ich auch gleich in den Fluss hinein, und zwar auch mit Neapelgelb und dieses schöne Rosa, ihr könnt auch Magenta nehmen. Nun verstärke ich genau das Ufer, dort wo das Wasser ist und dann der Schnee drüber hängt, ist es ganz dunkel, und das verstärke ich mit einem Dunkelblau, Indigo oder Painsgrau-Bläulich könnt ihr nehmen. Und nun male ich gleich in die noch leicht feuchte Farbe den ersten Farbauftrag der Bäume. Auch den Baum habe ich in die noch leicht feuchte Farbe hineingemalt. Allerdings sollte es die Farbe nicht zu sehr verschwimmen. Den zweiten Baum lege ich auch noch an. Und auch die Dunkelheit habe ich nochmals mit der blauen Farbe verstärkt.
alles schon etwas trocken und ich kann die Details der Bäume noch vollenden. Jetzt mache ich ein Experiment, und zwar ist das Papier ganz trocken und irgendwie war mir die Stimmung noch etwas zu fad. Jetzt habe ich etwas Glasurorange über den gesamten Himmel drüber gelegt, sehr nass in nass, und auch über das Wasser, und das ganze Bild habe ich auch etwas feucht gemacht. Dadurch verrinnen jetzt, ihr seht, ganz leicht die Bäume. Ich finde aber, das gibt einen ganz tollen Effekt für das Gesamtbildnis. Ja, und jetzt ist das Bild eigentlich auch schon fast fertig. Jetzt muss es nur noch trocknen. Hier gebe ich noch etwas Magenta hinzu für die Dunkelheit. Ein paar Details noch. Ja, und über ein paar Likes würde ich mich freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen.